Ja, moin Leute, da ist der neue Tag. Meine erste Amtshandlung ist, meine Klamotten hier zur Wäscherei zu bringen. Mal gucken, ich bin mal gespannt, was das kostet. Habe ich ein bisschen recherchiert. Eigentlich ist normal so 50, 60 Baht. Naja, werde ich sehen. Ja, dann wollte ich noch zur Apotheke. Dann wollte ich ein paar andere Sachen regeln. Dann wollte ich gucken, ob ich einen Roller miete, weil hier gibt es zum Beispiel Roller. Aber 400 Baht ist irgendwie zu viel. Gucken, ob ich die billiger bekomme. Und was war noch? Ja, wieder irgendwas essen. Da würde ich gerne irgendwie eine, ja, Streetfood irgendwie, eine Suppe. Später. Ich habe ja gefrühstückt, das hatte ich jetzt nicht mit. Das war hier. Da gab es hier die Geschichte. Habe ich es ganz einfach gemacht für 100 Baht, kontinentales Breakfast, einfach 2 Toast und Marmelade und einen Tee und O-Saft. Ja, das sind hier jetzt aber auch, das sind so Touristenpreise. Übrigens, Jomtien Strand hier. Wetter war gestern eigentlich ähnlich, ne? Aber ich meine, das ist ja auch ein Strand, das ist jetzt nicht wirklich einladend zum Schwimmen. Aber gut, ich werde noch genug Strände abbekommen. So, wie gesagt, also erstmal weiter zur Wäscherei und mal gucken, was sonst noch so passiert. Bis später. So, ja, hier gleich um die Ecke die Wäscherei. Ich meine, jetzt habe ich hier entdeckt, dass man das auch selber machen kann. Und das kostet dann, glaube ich, 60 Baht. Ja, das sind 1,50 Euro oder so. Also da ist waschen. Und dann ist hier nochmal trocknen. Also kann man das auch selber machen. Aber ich will ja jetzt ein paar Stunden los. Deswegen habe ich das jetzt der Dame da gegeben und die macht das. Kostet zwar, ich habe genau 1 Kilo Klamotten, kostet zwar 120 Baht. Das sind 2 Euro, aber komm, jetzt für den Anfang der Reise ist mir das jetzt erstmal egal. Die 120 Baht da passt schon und dann kann ich das nachher, wann auch immer ich möchte, abholen. Genau, also let's go und gucken mal weiter. Genau, ich will nämlich noch Geld wechseln und, oh, es regnet ein bisschen. Da muss ich mal gucken, wo ich was finde zum Geld wechseln. Naja, sehen wir schon. Ja, konnte ich super Geld wechseln. Der Kurs war fast derselbe wie dort unten im Flughafen, wo ich meinte, da kann man am besten Geld wechseln. 37 Baht, 35 pro Euro. Hier, also habe ich 100 Euro gewechselt. Da bin ich jetzt erstmal flüssig und weiter geht's. Hier sieht man mal die Preise. 80 Baht das Kilo, wie viel sind das denn jetzt? Auch 2 Euro für ein Kilo Mangos und 1,50 für ein Kilo, also ich nehme an, dass es Kilo ist, für Drachenfrucht. Das ist nämlich noch mein Plan. Ich will irgendwie Haferflocken finden, weil ich einfach zum Frühstück ist am besten irgendwie geiles Müsli, schön gesund und so. Gucken wir mal. Ach, und eben hat mich hier so ein Typ angequatscht, der hat da ein Geschäft verkauft und näht selber Anzüge. Genau, brauche ich jetzt aber nicht und werde ich auch, glaube ich, nie brauchen, einen Anzug. Aber ja, den habe ich irgendwie letztens in einem anderen Video gesehen, vom anderen Blogger. Gut, aber jetzt geht es erstmal weiter. Ach so, und was noch auf dem Zettel steht, ist eine Massage. Meine erste Massage muss ja auch hier mal stattfinden in Jomtien. Was haben wir denn da? 200 Baht, 4, 8, 12, 16. 5 Euro. 5 Euro für eine Massage. Kann man nicht meckern, ne? Ja, hier ist der nächste 7-Eleven, auch gut zu wissen. Und gesalzener Fisch. Und nochmal gesalzener Fisch. Wäre jetzt nicht so mein Ding. Nee, danke, muss nicht sein. Also erstmal weiter geht's. Ja Leute, hier ist die Jomtien Walking Street. Warum gehe ich jetzt hier rein? Weil da hinten soll ein Rollervermieter sein, der jetzt ziemlich cool ist und billig ist. Und das will ich jetzt mal auschecken. So, hier geht es wahrscheinlich abends, brennt hier die Hütte. Aber irgendwie ist es aber auch nicht groß, muss ich sagen.
Naja. Wie das aussieht, das sieht aus wie auf dem Rummel. Oder? Wie auf dem Dom. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da auch wirklich der Rollervermieter ist. Gucken wir mal. Und hier so eine Ruine. Okay. Ob das mal was war oder die das nie fertig bekommen haben, man weiß es nicht. Ah, hier ist das. Cool. Hello. Sawadee-Kap. Look. Naja, wie gesagt, habe jetzt wieder nicht den Arsch gehabt zu filmen oder fühle mich da noch unsicher. Muss ich noch mal an mir arbeiten. Aber auf jeden Fall genau der richtige Laden. Ist es preiswert. Also da kriegt man schon für 4,50 € am Tag einen Roller. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, mache ich 3 Tage oder 7 Tage. Weil bei 7 Tagen gibt es natürlich einen Rabatt. Aber ich weiß es jetzt nicht genau, ob das Sinn macht. Ja, da bin ich mir jetzt noch unsicher. Also muss ich erstmal ein Wasser trinken, dann kann ich besser nachdenken. Und das machen wir doch dort beim 7-Eleven und ich stöber mal da drüben. Übrigens, ja, ich muss mich dann auch an den Linksverkehr gewöhnen. Ich bin noch nie Linksverkehr gefahren. Ja, muss ja jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, der typische Thai 7-Eleven. Wir können ja mal eine kleine Tour hier durchmachen. Ich werde mir auf jeden Fall hier mal so ein Yakult gönnen. Ich muss aber auch sagen, meine Verdauung funktioniert gut. Aber hier gibt es ja auch einfach alles irgendwie, ne? Hab ich gerade mal geguckt, hier Rasierer. Ja, 80 Cent oder so. Ach, und dann sollen doch hier diese Toasties, die sollen doch so famous sein. Ja, was gibt's noch hier? Kakao. Irgendwie Elektronikartikel. Ich kriege auch langsam Hunger, weil mein Frühstück war ja nur klein übrigens. Ich war vorhin frühstücken. Ach, da bin ich einfach da vorne an der Ecke, habe 2 € bezahlt. Ja. So, Bierregal. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Hier eine kleine Dose Leo. Ist nämlich mein Lieblingsbier, weil die Chang und Singer, das ist mir irgendwie so ein bisschen zu lasch, deswegen trinke ich gern Leo. Was kostet die kleine Dose? Na, das sind 1 €. Okay. Singer Water. Das kostet 7, das ist doch gut. Ja. Und dann geht es gleich weiter am Text. Was haben wir denn hier noch? Naja, so Plastikfood, ne? Ich meine, das ist bestimmt auch mal ganz gut für zur Not. Dann kann man sich das hier wahrscheinlich irgendwie in einer Mikrowelle warm machen. Ja, jetzt wird es hier interessant. Und zwar Sonnencreme. 200 Watt. Das sind ja 8 € oder so, ne? Eieiei. Na gut, hier, das geht ja noch. 3 €. Naja, das ist schon ein bisschen teurer. Aber gut, hat noch ein bisschen Zeit, denn bis ich irgendwie mal wirklich in der Sonne brate oder am Strand liege, dauert das noch ein bisschen. Außer wenn ich mir tatsächlich ein Motorbike miete, dann brauche ich was für die Arme. Ich habe genau das gekriegt, was ich gesucht habe. Schöne Thai Local Soup. 50 Baht, super billig. Und die sind super lieb, die sind so lieb. Haben mir halt extra den Tisch hingestellt. Haben mir gesagt, dass ich mir dann noch Sachen auf die Suppe machen kann. Also Spicy und Essig und Nüsse. Super niedlich. Los. Das ist so gut. Dann habe ich vergessen, was das nochmal ist. Das ist alles hier Schwein. Mal sehen. Ja. Weiß ich nicht ganz so. Also, das ist leider auch mit Blut. Das ist ja nun nicht mein Ding. Ich weiß nicht, ob das euer Ding ist, aber wartet mal. Aber hier, das esse ich nicht. Das ist Blut. Kann ich nicht essen. Kommt nicht drauf klar.
Wasser gibt es umsonst. Und das alles für 50 Baht. Das sind 1,15 € oder so. Geil. Okay guys, so now in Jomtien I rented a motorbike and such a nice person, Tick, I can recommend that, absolutely. Yeah, I'm very happy now with this bike and coming here because some other guys, they offered me 400 per day and now I'm only paying 170. 170, Yes. yeah, this is Tick. Yeah, hi. Thank So- you to watching. Yeah, and yeah, it is a discount. So you told me that the season is now low season, but next month is high season. Yeah. So how much this would be? Like You usually I rent out like this, 200 baht per day, same price all year. okay. Yeah. So this is why you have to come here and look. It is like 97. Yes. Amazing. My business name is this, My Pang Motorbike Rental. What, my peng? Ah, This my is peng, my my peng. peng. Yeah, okay, my peng. It is Yeah. meaning not expensive. Ah, okay, nice, yeah. So, you guys, you need to come through the walking street in Jomtien, and then you have a big choice of motorbikes. You already saw how much motorbikes they have, yeah. So, and I decided for a small one, but I take a ride. It's already nice. Yeah. Okay. So then, see you later, alligator. Bye. See you then. Moin, ich bin ja hier gerade im zweiten Hotel jetzt, in Jomtien immer noch. Kurz mal das Zimmer zeigen. Ist soweit okay. Ich habe den Raum gewechselt, weil der andere hat so nach Schimmel gestunken irgendwie, also ätzend. Ja, aber so passt das jetzt. So sieht's hier aus. Da, das schneide ich gerade das erste Video. Bin da jetzt erst zu gekommen. Mein Krempel. Und dann kann man hier noch mal gucken. Die Skyline von Jomtien. Beziehungsweise das, was wir da hinten sehen, das ist dann auch schon Pattaya. Ja, ist halt riesig und auch super weitläufig, ja. So, aber warum ich das jetzt hier nochmal zeigen wollte, ist, weil ich habe sogar mehr Blick, sogar von dem Hotel, aber gut, das sieht man das da hinten, so eher nicht, ne? Ja, also kurzes Update hier. Ja, mal so eine Sache zwischendurch. Schaut mal, mit was man auf der Weltreise zu kämpfen hat. Also ich wollte Tee kaufen und ja, irgendwie so Lipton im Beutel oder so. In den 7-Elevens unten und so, nö, findest du nicht, ja. Dann habe ich halt hier mir so ein, was ist das? Auf jeden Fall steht da nichts Englisches drauf, einen Tee gekauft. Und dann mache ich den auf und dann ist das halt, ja, purer Tee, ne? Und keine Beutel. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie macht man das? Natürlich ganz einfach rein. Dann mache ich das hier rein. Aber das ist so lustig irgendwie. Weil irgendwie muss man dann halt damit auch klarkommen, ne? Also 1, 2, da geht noch einer. 3, so hatte ich das gestern auch ungefähr, ja. Passt schon. Und der Tee ist auch lecker. So. Aber wie ich das mit dem Sieb gleich mache, das zeige ich euch dann nochmal, weil das habe ich natürlich nicht mit. Das ist jetzt hier übrigens das Frühstück. Okay. Naja, gestern habe ich das dann so gemacht, ich habe einfach mir hier dieses Schild abgewaschen und das dann so abgegossen. Ja, ist ein bisschen heiß, aber funktioniert. Man muss sich immer selbst zu helfen wissen. Yeah, perfekt. Ja, so läuft das auf der Weltreise am Anfang. Alles so ein bisschen planlos. Leute, was unbedingt zu erwähnen ist, ist, wenn ihr in Jomtien seid, auf der Höhe Soi 7, da habt ihr hier so ein 7-Eleven und dann habt ihr hier so ein
Bäckerkram und das ist, also woanders habe ich es noch nicht gefunden. Es ist super billig, das kostet alles unter 1 Euro, super groß, hier Apfeltasche. Ja, es ist amazing. Ich bin hier extra hierher gefahren, um mir das zu holen, weil das so billig ist und lecker. Dass ihr das wisst, ne? Weil hier ist die Soy 7 und direkt da ist dann der Bäcker. Also, merkt euch das. Lecker, lecker Bäcker. Ja, somit kommt das Video jetzt hier zu einem Ende und auch meine Zeit hier in Pattaya Jomtien, die erste Woche, die ersten 8 Tage. Dann geht es für mich weiter. Morgen, also zu 90% morgen. Genau, wenn euch interessiert, wo es hingeht, folgt mir. Videos kommen natürlich auch weiterhin. Abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like und was das Abonnieren betrifft, ich zeige euch jetzt mal hier was. Und da werdet ihr sehen, dass die meisten Leute, die meine Videos gucken im Moment, keine Abonnenten sind. Deswegen würde ich mal sagen, abonniert, um mich auf meiner Weltreise zu verfolgen, denn es wird bestimmt noch sehr spannend. Also, dann bis später. Peter. Tschüss.